Willkommen zu meinem heutigen Video. Heute werde ich eine Bolognese kochen. Dafür habe ich hier Rinderhackfleisch, Karotten, Zwiebel, Staudensellerie. Anstatt Staudensellerie kann man auch Sellerieknolle nehmen, Knoblauchzehen. Dann habe ich hier Schältomaten aus der Dose, die habe ich vorher mit der Hand noch zerdrückt, und Basilikum. Die Zwiebel, die schneide ich in Würfel, da halbiere ich sie. Dann schneide ich dünne Streifen runter. Dann halbiere ich sie noch einmal, aber nicht ganz durchschneiden, und dann einfach runterschneiden, sodass ich gleichmäßige Würfel habe. Die Knoblauchzehen, die halbiere ich einmal der Länge nach. Und schneide sie fein. Und die gebe ich gleich dann Zwiebeln dazu. Staudensellerie schneide ich auch in Würfel. Je nachdem wie breit sie sind, entweder halbieren oder vierteln der Länge nach. Mit sogar vierteln. Und dann circa einen halben Zentimeter dick runterschneiden. Gebe ich dann in eine Schüssel. Mit den Karotten das allergleiche. Dann schneide ich erstmal eine Scheibe runter. Dann klappe ich es einmal um, dass es nicht nur umher wackeln kann. Schneide dann Scheiben runter. Die etwas feiner schneiden wie die Staudensellerie. Dann der Länge nach Streifen schneiden. Einmal drehen und dann so in Würfel. Und die gebe ich zum Staudensellerie dazu. Dann habe ich jetzt mal einen Topf vorgeheizt. Mache etwas Pflanzenöl rein, sodass der Boden bedeckt ist. Ich gebe gleich meine Zwiebeln mit Knoblauch hinzu. Und da die Zwiebeln mit Knoblauch scharf an, dass die ordentlich Farbe bekommen. Jetzt, wo die Zwiebeln Farbe bekommen haben, gebe ich mein Hackfleisch hinzu. Rühre nur einmal kurz um. Damit unten die Zwiebeln nicht anbrennen. Verteile ein bisschen das Hackfleisch. Und jetzt lasse ich das Hackfleisch anbraten. Nicht zu oft umrühren, sonst zieht das Wasser und das Fleisch wird auch an zu braten. Wird später dann gummiartig. Ab und zu kurz umrühren und am Boden schlafen. Und das mache ich so lange, bis keine rohe Stelle am Fleisch mehr zu sehen ist. Das Fleisch ist nun von allen Seiten angebraten. Das würze ich erstmal nur mit Salz und Pfeffer. Rühre einmal kurz um. Und gebe jetzt die Karottenwürfel mit den Staudensellerie-Würfel dazu. Die brate ich kurz mit an. Wichtig ist immer am Topfboden kratzen, dass nichts anhängen bleibt und wird anbrennen und später wird es dann bitter.
So, das Gemüse habe ich ca. 3 Minuten mit angebraten jetzt. Jetzt gebe ich meine Tomaten hinzu. Die Schüssel schwenke ich aus mit etwas Wasser. Mach's auch mit rein. Ein bisschen verrühren. Dann nochmal würzen mit etwas Salz, Pfeffer. Viele machen da gleich Tomatenmark mit rein, aber wenn Tomatenmark mit angeröstet wird und lange kocht, dann bekommt er eine bräunliche Farbe. Und deswegen lasse ich Tomatenmark jetzt weg und mache vielleicht später ganz zum Schluss das rein, aber notwendig ist Tomatenmark nicht unbedingt. So, ab jetzt bei schwacher Hitze ganz leicht köcheln lassen, bis das Fleisch ganz weich ist und die Soße nicht mehr so flüssig wie eine Suppe aussieht. So, die Bolognese habe ich jetzt 1 Stunde und 30 Minuten köcheln lassen. Das Fleisch ist ganz schön zart jetzt. Wie ihr vielleicht sehen könnt, Wasser schon verdampft, etwas anreduziert. Jetzt gebe ich einen Kaffeelöffel Tomatenmark hinzu. Verrührt es ordentlich. Jetzt lasse ich es für 10 Minuten ohne Deckel köcheln. So, die 10 Minuten sind jetzt um. Mal die Herdplatte schon mal ausschalten. Dann habe ich hier frischen Basilikum, ganz fein geschnitten. Gebe ich ihn dazu. Verrührt es und dann wäre es schon fertig. Und so sieht die Bolognese aus. Von der Konsistenz her wirklich super. Geschmacklich ist sehr lecker. Dann hoffe ich, das Rezept und das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Ihr könnt auch gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Und im nächsten Video zeige ich euch dann, was ich damit mache. Bis zum nächsten Mal.